Haydn, ein Leben in Musik. Kapitel 1, der kleine Sepperl aus Rohrau. Stell dir vor, du fährst durch das flache Land im Osten von Österreich. Kurz vor der ungarischen Grenze. Überall Felder, kleine Dörfer. Und in einem dieser Dörfer, Rohrau heißt es, steigst du aus. Es riecht nach Stroh und Pferden. Du gehst durch das Dorf. Und bleibst vor einem kleinen, einfachen Haus stehen. Ein Haus wie viele andere. Aber an diesem Haus hängt eine Tafel. Hier wurde am 31. März 1732 Joseph Haydn geboren. Die Familie Haydn ist arm. Der Vater, Matthias, ist Wackner, er repariert Wagen und Räder. Aber er hat eine Leidenschaft. Er singt und spielt Harfe, ohne je eine Note gelernt zu haben. Abends, wenn die Arbeit getan ist, sitzt die Familie zusammen und singt. Die Nachbarn kommen dazu, und alle freuen sich. Der kleine Joseph, den alle nur Sepperl nennen, hat eine helle, reine Stimme. Und er singt mit, so gut er kann. Die Musik ist sein Zuhause, noch bevor er weiß, was ein Orchester ist. Eines Tages kommt ein Verwandter zu Besuch. Johann Matthias Frank heißt er. Und er ist Schulmeister im Nachbarort Hainburg. Er hört den kleinen Joseph singen. Und sofort ist ihm klar, dieser Junge muss Musiker werden. Er macht den Eltern einen Vorschlag. Gebt mir den Jungen. Ich nehme ihn zu mir, ich bringe ihm alles bei, was er können muss. Die Eltern zögern nicht lange. Sie haben 12 Kinder. Und der kleine Joseph wird zu Hause nichts lernen, was ihn weiterbringt. Also packt die Mutter ein kleines Bündel. Der Vater gibt dem Jungen den Segen. Und mit 6 Jahren verlässt Joseph sein Zuhause. Stell dir vor, du bist 6. Und du musst weg von deiner Familie, zu einem fremden Mann, in einen fremden Ort. Du hast Heimweh, du weinst, aber du musst stark sein. Genauso erging es dem kleinen Sepperl. Kapitel 2, harte Jahre in Hainburg. In Hainburg ist das Leben nicht einfach. Frank ist streng, und Joseph muss hart arbeiten. Er lernt Cembalo und Violine. Er singt im Chor, und er hilft im Haushalt. Aber am wichtigsten, er lernt, was Disziplin bedeutet. Später, als er schon berühmt ist, erinnert er sich an diese Zeit. Er hatte oft Hunger, sagt er. Und seine Kleider waren schmutzig. Aber er hat auch viel gelernt. Vor allem hat er gelernt, dass man kämpfen muss im Leben. Eines Tages kommt ein wichtiger Mann nach Hainburg. Es ist Georg Reuter, der Kapellmeister des Stephansdoms in Wien, der berühmtesten Kirche der ganzen kaiserlichen Hauptstadt. Er sucht neue Sängerknaben. Als er Joseph singen hört, ist er sofort begeistert. Der Junge darf mit nach Wien. Joseph ist 8 Jahre alt. Kapitel 3, der Sängerknabe von St. Stephan. Wien ist eine andere Welt. Riesige Paläste, breite Straßen, überall vornehme Leute. Joseph lebt im Kapellhaus neben dem Dom. Zusammen mit den anderen Sängerknaben. Später kommt sogar sein kleiner Bruder Michael dazu, der ebenfalls ein wunderbares Talent hat. Die Ausbildung ist streng. Die Knaben lernen Latein, Religion, Gesang, Violine. Alles, was ein guter Musiker braucht. Aber was Joseph am meisten lernt, lernt er durch Zuhören. Jeden Tag singt er in der Kirche. Bei Messen, bei Hochzeiten, bei Begräbnissen. Die Musik von St. Stephan wird seine Schule. Trotzdem, so richtig unterrichtet wird er nicht. Reuter gibt ihm in all den Jahren nur 2 richtige Kompositionsstunden. Der Rest ist, was Joseph sich selbst beibringt. Und er ist hungrig nach Wissen. Er übt, er studiert, er lernt. Aber das Leben ist nicht einfach.
Wie schon in Hainburg hat Josef oft Hunger. Er singt besonders schön. Wenn er weiß, dass es hinterher etwas zu essen gibt. Und er ist ein Junge, wie alle Jungen. Er macht Streiche, er lacht, er lebt. Eines Tages wird ein Streich zu viel. Josef ist inzwischen 16. Und seine Stimme beginnt sich zu verändern. Er singt nicht mehr so schön wie früher. Die Kaiserin Maria Theresia selbst beschwert sich über sein Krähen. Und dann passiert es. Er schneidet einem Mitsänger den Zopf ab. Eine schlimme Beleidigung. Reuter hat genug. Er wirft Josef vor die Tür. Keine Warnung, keine zweite Chance. Josef steht auf der Straße. Ohne Geld, ohne Unterkunft, ohne Zukunft. Kapitel 4: Auf der Straße. Stell dir vor, du bist 16. Du bist allein in einer großen Stadt. Du hast keinen Pfennig Geld. Und niemanden, der dir hilft. Was machst du? Josef sucht sich einen Freund. Ein Sängerkollege, der ein winziges Zimmer hat, nimmt ihn auf. Sie teilen das Bett, sie teilen das Brot. Josef schlägt sich durch, so gut er kann. Er gibt Musikstunden bei Familien, die kaum zahlen können. Er spielt auf der Straße, um ein paar Groschen zu verdienen. Er singt bei Nacht, wenn reiche Leute ein Ständchen bestellen. Es ist eine schwere Zeit, eine sehr schwere Zeit. Aber Josef lernt dabei etwas Wichtiges. Er lernt das Leben kennen. Er lernt, wie die Menschen sind, die Reichen und die Armen. Und das wird später in seiner Musik zu hören sein. Die Musik von Haydn ist niemals kalt oder abgehoben. Sie ist immer voller Wärme, voller Menschlichkeit. Vielleicht kommt das von diesen harten Jahren. Schließlich bekommt er eine Chance. Ein berühmter italienischer Komponist, Nicola Porpora, sucht einen Begleiter. Josef bekommt die Stelle. Aber es ist keine Stelle wie andere. Porpora ist schwierig, launisch, ein alter Mann mit großen Ansprüchen. Josef putzt ihm die Schuhe, bürstet ihm den Mantel. Bringt ihm das Essen. Und dafür darf er ab und zu am Cembalo sitzen. Und von Porpora lernen. Es ist eine Demütigung, aber Josef beißt die Zähne zusammen. Er weiß, Porpora kann ihm Dinge beibringen, die sonst niemand kann. Und er hat recht. Später wird er sagen: Bei Porpora habe ich die wahren Grundlagen der Komposition gelernt. In diesen Nächten, wenn er endlich Zeit hat, studiert er wie besessen. Es gibt ein berühmtes Lehrbuch. Den Gradus ad pan assum von Johann Joseph Fuchs. Es ist auf Latein, schwer zu verstehen. Aber Josef arbeitet sich durch. Seite für Seite, Übung für Übung. Und dann entdeckt er die Sonaten von Carl Philipp Emanuel Bach. Das ist etwas ganz Neues. Diese Musik ist voller Gefühl, voller Überraschungen, voller Leidenschaft. Josef setzt sich ans Klavier und spielt, bis tief in die Nacht. Ich verließ mein Klavier nicht, bis ich sie durchgespielt hatte, sagt er später. Diese Musik wird sein Vorbild, sein Wegweiser. Kapitel 5: Die ersten Erfolge. Langsam spricht sich herum, dass dieser junge Haydn Talent hat. Er schreibt eine kleine Oper. Eine komische Geschichte über einen krummen Teufel. Die Oper wird aufgeführt, die Leute lachen und klatschen. Aber dann verbietet die Zensur das Stück. Zu frech, zu respektlos. Haydn ist enttäuscht, aber er gibt nicht auf. Ein reicher Baron, ein Musikliebhaber, hört von ihm. Er lädt Haydn auf sein Schloss ein. Und bittet ihn, etwas für seine Musiker zu schreiben. Haydn schreibt ein paar Stücke für Streicher, kleine Quartette. Der Baron ist begeistert. Er sorgt dafür, dass die Stücke gedruckt werden. Zum ersten Mal steht Haydns Name auf einem Notenblatt, das in ganz Europa verkauft wird.
Dann kommt die große Chance. Ein Graf Morzin engagiert ihn als Kapellmeister. Zum ersten Mal hat Haydn ein festes Einkommen. Er kann heiraten. Aber die Ehe wird nicht glücklich. Maria Anna, seine Frau, versteht nichts von seiner Musik. Es heißt sogar, sie habe seine Manuskripte als Lockenwickler benutzt. Eine schreckliche Vorstellung für einen Komponisten. Kinder bekommen sie keine. Haydn sucht sich später Trost bei anderen Frauen. Aber die Ehe bleibt eine Last, sein ganzes Leben lang. Kapitel 6, bei den Fürsten Esterházy. Dann kommt der große Wendepunkt. Graf Morzin muss sparen und entlässt seine Musiker. Aber sofort findet sich ein neuer her. Die Fürsten Esterházy sind eine der reichsten Familien des Kaiserreichs. Ihr Reichtum ist unvorstellbar. Und sie lieben die Musik. Im Jahr 1761 tritt Haydn in ihre Dienste. Es wird die längste und wichtigste Zeit seines Lebens. Fast 30 Jahre bleibt er bei den Esterházys. Zuerst ist er nur Vizekapellmeister. Aber bald übernimmt er die volle Verantwortung. Er lebt mit der fürstlichen Familie zusammen. Er reist mit ihnen von Schloss zu Schloss. Nach Eisenstadt, nach Wien. Und vor allem nach Esterháza. Einem prächtigen neuen Schloss in Ungarn. Die Leute nennen es das ungarische Versailles. Es ist riesig, mit einem großen Theater. Mit wunderschönen Gärten, mit Räumen für Feste und Konzerte. Die Arbeit ist ungeheuer viel. Haydn muss das Orchester leiten. Die Musiker beaufsichtigen, neue Stücke einstudieren. Er muss jeden Tag neue Musik liefern. Für Konzerte, für Opern, für Kammermusik. Aber es ist auch eine einzigartige Chance. Er hat ein eigenes Orchester, das jeden Tag für ihn spielt. Er kann experimentieren, ausprobieren, was funktioniert. Er kann Fehler machen und daraus lernen. Und das Wichtigste, er ist weit weg von Wien. Weit weg von der großen Musikkonkurrenz. Niemand stört ihn, niemand kritisiert ihn. Er muss seinen eigenen Weg finden. Später sagt er einmal einen berühmten Satz. Ich war von der Welt abgeschnitten. Niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst irre machen und quälen. Und so musste ich original werden. Original werden. Das heißt, seinen eigenen Stil finden. Und genau das tut Haydn. Er schreibt Symphonien, Dutzende, Hunderte fast. Über 100 werden es am Ende sein. Er schreibt Streichquartette, so viele, dass man später sagt, Haydn hat das Streichquartett erfunden. Vor ihm gab es diese Form kaum. Nach ihm ist sie die Königsdisziplin der Kammermusik. Er schreibt Sonaten, Messen, Opern, für alles hat der Fürst Bedarf. Sein Ruhm verbreitet sich in ganz Europa. Überall werden seine Werke gedruckt, oft ohne sein Wissen. In Paris, in London, in Amsterdam, überall spielt man Haydn. Er ist der berühmteste Komponist seiner Zeit. Ohne je Wien verlassen zu haben. Kapitel 7, die Freundschaft mit Mozart. In diesen Jahren lernt er einen jungen Mann kennen, der sein Leben verändern wird. Wolfgang Amadeus Mozart. Die beiden treffen sich in Wien. Und es ist, als würden sie sich schon ewig kennen. Sie verstehen sich sofort. Mozart ist viel jünger, fast wie ein Sohn für Haydn. Und Mozart bewundert Haydn, nennt ihn seinen Lehrer. Er widmet ihm 6 Streichquartette. Und schreibt darauf, meinem lieben Freunde Haydn. Für einen Musiker ist das die höchste Ehre, die man einem Kollegen geben kann. Haydn wiederum ist hingerissen von Mozarts Genie. Einmal sagt er zu Mozarts Vater Leopold: Ich sage Ihnen vor Gott, als ein ehrlicher Mann. Ihr Sohn ist der größte Komponist, den ich persönlich kenne. Das ist ein starkes Wort. Von einem, der selbst schon so viel erreicht hat.
Sie musizieren auch zusammen. Haydn spielt Violine, Mozart Bratsche. Stell dir das vor. Zwei der größten Komponisten aller Zeiten sitzen in einem Raum und spielen einfach nur Quartett, zum Vergnügen, für sich selbst. Die Musik verbindet sie. Es ist eine Freundschaft, die bis zu Mozarts frühem Tod im Jahr 1791 hält. Kapitel 8 – Die Reise nach London. 1790 stirbt der alte Fürst Nikolaus Esterházy. Sein Nachfolger ist nicht so musikbegeistert. Er löst das Orchester auf. Aber er lässt Haydn seine großzügige Pension. Haydn ist frei. Zum ersten Mal in seinem Leben kann er tun, was er will. Und er ist neugierig. Er will die Welt sehen. Ein Mann namens Johann Peter Salomon macht ihm ein Angebot. Salomon ist Geiger und Impresario, ein Konzertveranstalter aus London. Er sagt, komm nach England. Schreib neue Symphonien. Dirigier sie selbst. Die Engländer werden dich lieben. Haydn zögert nicht lange. Im Dezember 1790 reist er nach London. Es wird ein Triumph, größer als er je erwartet hätte. Die Engländer feiern ihn wie einen Popstar. Die Konzerte sind ausverkauft, die Zeitungen schreiben begeisterte Kritiken. Adelige laden ihn ein. Der König bietet ihm eine Wohnung an. Haydn genießt es. Er schreibt 12 neue Symphonien für London, die später berühmt werden als die Londoner Symphonien. Eine davon hat einen besonderen Effekt. Die Symphonie mit dem Paukenschlag. Haydn ärgert sich nämlich, dass das Publikum in den langsamen Sätzen immer einschläft. Also schreibt er einen Satz, der ganz leise beginnt und dann plötzlich mit einem lauten Schlag kommt. Die Leute sollen wach bleiben. Es ist ein Scherz, aber ein musikalischer Scherz. Und das Publikum liebt ihn. In Oxford bekommt er die Ehrendoktorwürde verliehen. Der Sohn des Wagners aus Rohrau ist jetzt Doktor der Musik. Stell dir vor, was sein Vater dazu gesagt hätte, wenn er das noch erlebt hätte. Kapitel 9 – Die Schöpfung. Zurück in Wien ist Haydn ein reicher und berühmter Mann. Er kauft sich ein Haus, lebt im Wohlstand. Aber er ruht sich nicht aus. In London hat er Oratorien von Händel gehört. Große Chorwerke über biblische Geschichten. Das hat ihn tief bewegt. Er will auch so etwas schreiben. So entstehen 2 monumentale Werke. Die Schöpfung und die Jahreszeiten. Die Schöpfung erzählt von der Erschaffung der Welt. Man hört das Licht, das plötzlich aufleuchtet. Man hört die Tiere, die erschaffen werden. Man hört die Engel, die Gott loben. Die Uraufführung 1799 wird ein überwältigender Erfolg. Die Zuhörer weinen vor Rührung. Eine alte Frau ruft, aus Licht wird Licht. Haydn selbst ist gerührt. Das ist nicht von mir, sagt er. Das ist von oben gekommen. Die Jahreszeiten folgen 2 Jahre später. Sie erzählen vom bäuerlichen Leben. Von der Arbeit auf dem Feld. Von der Liebe, von der Natur im Wechsel der Jahreszeiten. Es ist Musik von einer Frische und Lebensfreude. Als wäre der Komponist kein alter Mann von fast 70 Jahren. Kapitel 10 – Papa Haydn. In Wien nennt man ihn längst Papa Haydn. Nicht weil er so alt ist, sondern weil er so gütig ist. Er hilft jungen Musikern, wo er nur kann. Er gibt Ratschläge, er empfängt Besucher, er erzählt Geschichten. Sein Haus ist voller Leben. Einer dieser jungen Musiker ist ein stürmischer junger Mann aus Bonn. Ludwig van Beethoven. Beethoven will bei Haydn studieren. Haydn nimmt ihn an. Aber die beiden verstehen sich nicht immer. Beethoven ist zu wild, zu revolutionär.
Er will alles anders machen, alles neu. Haydn ist vorsichtiger, bescheidener. Trotzdem erkennt er das Talent des Jungen und fördert ihn. 1803 hört Haydn auf zu komponieren. Die Kräfte lassen nach, er ist schwach und krank. Aber die Welt vergisst ihn nicht. Im Mai 1809 beschießen die französischen Truppen Napoleons Wien. Die Kanonen donnern, die Menschen haben Angst. Auch Haydn hat Angst. Um sich zu beruhigen, lässt er sich von seiner Haushälterin ans Klavier tragen. Er spielt dreimal hintereinander sein eigenes Kaiserquartett. So laut er kann. Es ist sein Abschiedsgruß an die Welt. Napoleon selbst? Als er hört, dass der große Komponist in Wien ist und im Sterben liegt, befiehlt eine Ehrenwache vor Haids Haus. Eine letzte Ehrung für den Sohn des Wagners. Am 31. Mai 1809 stirbt Joseph Haydn. Er ist 77 Jahre alt. Wenige Tage später wird bei seiner Trauerfeier Mozarts Requiem gespielt. Die beiden Freunde sind wieder vereint, zumindest in der Musik. Epilog: Was bleibt? Haydn hat die Symphonie erfunden, so wie wir sie kennen. Er hat das Streichquartett zur höchsten Kunstform entwickelt. Er hat Mozart und Beethoven den Weg gezeigt. Und er hat das alles mit einem Lächeln getan. Joseph Haydn war kein Wunderkind wie Mozart. Er war kein Revolutionär wie Beethoven. Er war ein Handwerkersohn, der sich durchbiss. Der hart arbeitete. Der nie vergaß, woher er kam. Seine Musik ist voller Wärme, voller Überraschungen, voller Leben. Sie ist die Musik eines Menschen, der trotz aller Schwierigkeiten immer wusste: Die Kunst ist das Wichtigste. Die Kunst tröstet. Die Kunst verbindet. Die Kunst bleibt. Joseph Haydn. 31. März 1732, 31. Mai 1809. Da ich von der Welt abgesondert war, musste ich original werden.